Wenn ich Data Governance sage, woran denkt man da als erstes? An Freigaben, Kontrolle, viele Gremien, die durchlaufen werden müssen. So, wenn du das sagst, dann habe ich ja ein Wahrnehmungsproblem. Willkommen zu Smart Data Stories. Heute schauen wir uns an Data Governance und warum hat es eigentlich ein bisschen ein Imageproblem und warum wird es als Regeln, als Kontrolle, als enges Korsett gesehen? Also ich würde sagen, was als erste falsch eingeführt wird, normalerweise ein Data Governance Prozess. Also man denkt immer an Kontrolle, weil mit der Data Governance Programm natürlich gewisse Standards und Normen dazu kommen, aber am Ende ist Data Governance ist ein Unternehmensprozess, die einfach zu bleiben ist. Also es bleibt da. Und es ist ein Prozess, der andere Unternehmensprozesse auch beeinflusst. Ja, das heißt, es wird eigentlich falsch gesehen. Man denkt als erstes an irgendein Tool, das man einführt, aber es ist was anderes gemeint mit diesem ganzen Data Governance Konzept. Ja, weil das Data Governance ist ein sehr breites Thema und natürlich, weil es über Daten denkt man am Anfang vielleicht über ein Tool oder EU-Vorgaben, ja, Normen, ja, Richtlinien. Aber ein Data Governance Programm ist viel mehr. Also es beschreibt einen Prozess, wie man einfach mit Daten nachhaltig und verlässlich umgehen soll, damit einfach ein Mehrwert für die Organisationen durchstehen. Und natürlich können wir über Rahmenwerke und Tools reden, aber das ist ein Teil von das Gesamte. Man sagt, es ist eigentlich der Prozess und es ist eigentlich ein Hilfsmittel. Ist es dann vielleicht auch mehr ein Führungskonzept, wie man agiert auch im Unternehmen? Ja, genau. Also ich habe es vorher gesagt, das sagt, wie man mit den Daten umgehen. Und natürlich, wie jeder Unternehmensprozess, der muss einfach vom Management unterstützt werden. Warum? Weil die Daten sind überall in einem Unternehmen. Ich habe nie in meinem Leben einen Prozess gesehen, die ohne keine Daten braucht. Also wenn jemand einen Prozess kennt, der keine Daten braucht oder hat oder erzeugt, bitte schreib mir, würde mich einfach mich freuen. Und genau deswegen ist das Management natürlich, das ist einfach die sind die Personen, die einfach diese Prozess unterstützen müssen von allen Levels. Und wo dann auch die Daten, die Informationen für die Entscheidungen brauchen und ja diese Entscheidungen nur treffen können, wenn sie auch Vertrauen haben in den Prozess, in die Daten, die da rauskommen. Und das soll ja eigentlich Data Governance fördern, dass dieses Vertrauen entsteht in die Daten, in die Informationen, die geliefert werden, damit man auf Basis von dem ja dann auch Entscheidungen treffen kann. Genau, das ist eine große Aufgabe von dieser Data Governance Konzept. Natürlich in der Data Governance beschreiben wir und sagen wir, okay, wie die Daten beschrieben werden sollen oder die Rollen, welche Personen für was zuständig sind oder welche Vorgaben oder interne Richtlinien eingehalten werden müssen. Aber natürlich ist ein Prozess am Ende des Tages und alle Prozesse werden vom Menschen gelebt. Und genau, also das Data Governance hat viele Bereiche, also die berücksichtigt und in alle Frameworks oder Rahmenwerke, die damit ich gearbeitet habe, es gibt den Bereich, der für mich nicht schwierig, aber die große Challenge bedeutet. Und das ist das Change Management Prozess, weil dieses Programm oder diese Data Governance bedeutet auch
eine Veränderung in der Unternehmen. Und das heißt, die Leute müssen sich weiterentwickeln. Und diese Begleitung ist wirklich Challenge. Also, aber es ist sehr schön, aber aufwendig auch. Wir sind alle, es haben immer Menschen mit diesen Prozessen zu tun, arbeiten in Unternehmen und Menschen sind Gewohnheitstiere. Also ich merke es ja selbst, wenn ich irgendwas anders machen möchte, dann braucht es ein bisschen, bis dass diese Veränderung auch stattgefunden hat. Und am einfachsten ist, wenn man es an bestehende Dinge knüpft, die neuen Vorgehensweisen. Und das muss aber begleitet werden. Und auch mit den Daten, mit dem Verwenden, mit Einbeziehen von Daten in Entscheidungen, das Vertrauen haben in die Daten, braucht Begleitung und braucht diesen Change-Prozess. Genau, nicht, also, und dieser Change-Prozess bedeutet, was heißt das? Es heißt, dass einfach die Menschen zu begleiten, okay, haben sie diese Datenkompetenzen, diese Fähigkeiten, mit Daten umzugehen, welche neue Rolle gibt es in Unternehmen, damit diese Datenprozess oder diese Datenreise von Generierung von in einer Software bis zum Dashboard beim Management, okay, welche Personen sind einfach für was zuständig, damit alles nachvollziehbar und verlässlich ist. Und genau, und das ist eine Veränderung für jeder in der Organisation. Ja, in der täglichen Arbeitsweise. Ja, spannend. Das heißt eigentlich, Data Governance beginnt nicht bei Tool oder Framework, sondern beim Mensch, bei der Kultur, bei der Veränderung von den Prozessen. Und es ist ein guter Start. Ja, spannend. Ja. Wir werden uns dem Thema weiterhin widmen. Wenn ihr da auch immer benachrichtigt werden wollt, abonniert unseren Kanal und wir freuen uns schon auf das nächste Video. Bis zum nächsten Mal und mögen die Daten mit dir sein.